Hallo, mein Name ist Jorge und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal I Love Kuba. Im heutigen Video lassen wir unsere Reise nach Kuba nochmal Revue passieren. Speziell, oder besser gesagt, soll es heute darum gehen, ja, welche Kosten sind angefallen, was ist uns vor Ort aufgefallen, auch hinsichtlich Änderungen beziehungsweise gerade auch hinsichtlich den Kosten. All das schauen wir uns heute an. Bleibt also gerne dran, wenn euch das interessiert, und auch wenn ihr meinen Kanal noch nicht abonniert habt, könnt ihr das auch gerne nachholen. Wenn ihr an Themen rund um Kuba interessiert seid, dann seid ihr hier genau richtig. Noch einen Hinweis, bevor wir dann letztendlich starten. Ich werde immer mal wieder hier zur Seite gucken, denn ich habe mir ein paar Notizen gemacht, dass ich auch nichts vergesse. Und ja, ich würde sagen, lasst uns starten. Dieses Video werde ich aufteilen in 3 größere Punkte. Einmal, wie die Reise allgemein war, wie es aktuell mit touristischen Zielen aussieht, zumindest im Osten der Insel, wo wir waren, also welche Erfahrungen wir dort gemacht haben. Und der letzte Punkt und der wahrscheinlich interessanteste, die Kosten. Ne? Also was hat letztendlich die Reise nach Kuba insgesamt gekostet? Ja, starten wir mit der Reise nach Kuba, beziehungsweise mit der Reise allgemein, mit dem ersten Punkt. Ich werde mich hier einigermaßen kurz halten, denn hierzu habe ich schon mal ein Video gemacht. Einerseits das letzte mit meiner Erfahrung zu Condor und da habe ich auch ein bisschen was ausgeführt, ne? Also wie, wo, was. Von daher hier nur sozusagen kurz die Informationen. Auf dem Hinflug gab es Schwierigkeiten mit 26 Stunden Verspätung insgesamt, sind in Frankfurt am Main gestrandet und waren dort in einem Hotel untergekommen und sind dann letztendlich in Kuba selbst auch sehr verspätet angekommen, mitten in der Nacht, und dann bei uns in Contra Maestre zu Hause schlussendlich auch gegen zwischen 3 und 4 ungefähr in der Nacht. Am 3.1. Also dort, wir sind am 1.1. offiziell sozusagen bei uns gestartet und am 3.1. sind wir dann schlussendlich erst angekommen. Ja, Rückflug war dann mit Vamos Air, eigentlich auch Condor, aber Condor hatte sich gemeldet vorab per E-Mail und mitgeteilt, dass sie den Flug selber nicht bereitstellen werden, sondern dass dann halt entsprechend über Vamos Air geregelt ist. Und genau. Wer dazu nähere Informationen, wie gesagt, haben möchte, ich habe ein Video dazu abgedreht, meine Erfahrung mit Condor und Vamos Air. Schaut da gerne rein. Ansonsten hier noch der Hinweis, Condor hat sich bereits gemeldet und die Erstattung ist genehmigt. Soweit, so gut. Ja, ansonsten insgesamt, die Reise hat sich natürlich wieder sehr gelohnt. In erster Linie natürlich, weil man die Familie wieder gesehen hat. Ja, ich bin halt halb Kubaner, meine Frau ist Kubanerin. Das heißt, wir haben sehr viel Familie auch in Kuba. Und es ist immer wieder schön, halt auch die Familie wiederzusehen. Nicht so schön ist es natürlich, die Umstände oder sie in den Umständen zu sehen, wie sie aktuell existieren. Das heißt, wir haben da immer relativ viel Unterstützung dabei, beziehungsweise vielleicht falsch ausgedrückt, aber wir bringen halt relativ viele Sachen auch immer aus Deutschland mit, um halt zu unterstützen. Wir unterstützen finanziell auch monatlich nach Kuba und also in die Familie. Na, und von daher ist es da gerade nicht so schön zu sehen, wie sich halt entsprechende Preise entwickeln. Na, es ist eine Kostenexplosion vor Ort. All das sage ich euch ja auch jeden Monat in den Videos zur aktuellen Lage. Es ist halt nur mal eine Sache, es zu wissen, ne, und entsprechend mitzuteilen. Und eine andere Sache ist halt eigenständig zu erleben. Ja, und das ist dann halt immer noch so ein kleiner Unterschied. Gerade wenn es auch darum geht, Besorgungen zu machen beispielsweise, ist halt aktuell relativ schwer. Hier nochmal ein kleiner Disclaimer letztendlich. Ich rede jetzt quasi aus meiner Warte.
aus der Provinz sozusagen, Contra Maestre bei Santiago de Cuba. Ja, das kann halt in anderen Ortschaften Kubas halt ganz anders aussehen und in Havanna sowieso nochmal ganz anders. Ne, beziehungsweise alle größeren Touristengegenden, da sieht's halt schon ein bisschen anders aus. Auch da merkt man den Mangel, keine Frage, aber nicht so in dem Maße, wie es halt beispielsweise bei uns dann war. Ja, und so muss man das Ganze auch immer so ein bisschen in Relation sehen. Ne? Also letztendlich, je nachdem, wo man in Kuba ist, gibt es mal das eine mehr und das andere weniger. Ganz großer Mangel in ganz Kuba ist zum Beispiel Waschmittel. Na, also da gibt es gerade relativ große Schwierigkeiten. In all den Wochen, die wir jetzt in Kuba waren, haben wir nicht ein einziges Mal Waschmittel gefunden. Und wir waren eigentlich in jeder größeren Stadt im Osten Kubas. Also außer Baracoa waren wir tatsächlich überall. Und von daher kann ich eigentlich hier an der Stelle sagen, Waschmittel gibt's sehr schwierig. Ne? Also auch die Verkäufer in den Läden haben nur mit dem Kopf geschüttelt und gesagt, ja, mit sehr viel Glück bekommen wir mal was, aber ja, das war dann zu dem Zeitpunkt schon länger nicht der Fall. Ja, das war dann tatsächlich für uns, dadurch, dass wir halt nicht im Hotel gelebt haben, sondern halt bei unserer Familie. Insgesamt also jeden Tag irgendwie Thema, also dieser Mangel, den es gibt. Und man ist halt immer wieder auf der Suche nach den Dingen, die man halt vielleicht benötigt. Obst und Gemüse, oder mehr Obst besser gesagt, ist halt immer noch ein großes Thema. Es gibt die Carretera Central, ne, also die Straße, die halt durch Kuba führt. Da werdet ihr immer wieder so kleine Stände finden, keine Frage. Auch in größeren Städten werdet ihr da entsprechend fündig werden. Bei uns in Contra Maestre eher weniger. Ne? Also da muss man dann schon tatsächlich die Stadt verlassen in irgendeine Richtung, also entweder Richtung Bayamo oder Richtung Santiago. Und dort wird man dann letztendlich auf der Straße bei diesen Straßenständen auch fündig, aber in Contra Maestre selber sehr, sehr schwierig, ne? Und auch teuer. Ja? Also wenn man vom kubanischen Einkommen ausgeht. Aber da ist ja sowieso alles extrem gestiegen und das ist halt der Punkt, den ich meine mit Kostenexplosion. Für uns als ja, Touristen letztendlich, ne, generell für Touristen, die nach Kuba kommen, die werden immer noch ein relativ günstiges Land vor sich finden, sofern sie halt mit offenen Augen entsprechend durchs Land gehen, na, und haben da auf jeden Fall die Möglichkeit, relativ günstig Urlaub zu machen. Man kann aber auch sehr, sehr teuer Urlaub machen in Kuba. Das, wie gesagt, da muss man halt schauen und vielleicht auch mit ein bisschen Erfahrung ins Land gehen und gucken, wie, wo, was existiert und es halt so ein bisschen auch verstehen vielleicht, ne, wo was funktioniert. Und ja, das ist dann halt für Touristen trotzdem, wie gesagt, immer noch relativ günstig, wenn man halt den Umrechnungskurs betrachtet. Und mittlerweile muss man ja sagen, selbst wenn man halt an einem Bankautomat halt einen offiziellen Wechselkurs sich Geld zieht mit 120 Peso zu 1 Euro oder zu $1 besser gesagt, dann ist das halt immer noch so günstig im Umrechnungskurs für uns, dass man eigentlich einigermaßen normale Preise bezahlt, beziehungsweise sogar sehr, sehr günstige Preise, beispielsweise beim Essen gehen. Ja, also hier möchte ich auch nochmal an das Video erinnern mit Street Food in Kuba. Da habe ich immer auch die Preise mit eingeblendet und wenn ihr euch das dann mal entsprechend umrechnet bei 120 Peso für $1, dann ja, ist das nicht die Welt, ne? Für uns. So, für Kubaner, wo man sagen muss, okay, Durchschnittslohn liegt so bei 3.000 bis 4.000 Peso im Monat, kann das dann schon sehr, sehr teuer werden. Na, nicht ohne Grund leben Kubaner halt in ja, größeren Familien, wo das Geld halt auch ja, zusammengetragen wird und jeder so seinen Beitrag leistet. Ja. Aber gut,
zu unserer Reise, wie gesagt, insgesamt war es sehr, sehr schön. Wir waren relativ viel unterwegs. Das habt ihr hoffentlich in den Vlogs gesehen, hatten uns da dann die entsprechenden Städte auch mal angeguckt, waren mal am Strand, haben uns angeschaut, was hat sich so verändert, beziehungsweise wie ist überhaupt so die Situation vor Ort. Ja, insgesamt muss ich sagen, die Reise an sich war ja nur halb erholsam, aus dem einfachen Grund, es ist halt ein Familienbesuch und wie schon gesagt, wir waren auch relativ viel unterwegs in den Familien und ja, im Grunde genommen wollte jeder irgendwie mal was von einem und da sind wir halt auch entsprechend mal hingefahren. Am nächsten Tag dorthin, am nächsten Tag dorthin. Und ganz schnell war die Zeit vergangen und ja, letztendlich 2, 3 Tage vor Abflug hatten wir gemerkt, ey, wir waren erst einmal am Strand und das wollten wir eigentlich öfter machen. Also sind wir dann halt normal gezwungenermaßen zum Strand gefahren, nur um einfach nochmal ins Meer zu hüpfen. Na, also da ist die Zeit sehr, sehr schnell vergangen, gefühlt schneller als sonst. Und da muss ich sagen, da haben vielleicht nochmal so 2, 3 Wochen gefehlt nach hinten raus. Aber gut, so ist es halt. Und von daher mal gucken, wann wir das nächste Mal fliegen werden. Wie im letzten Jahr war der Plan eigentlich ja gewesen, dass wir, oder anders gesagt, im letzten Jahr hatten wir den Plan, dieses Mal ja nach Miami zu fliegen zur Familie. Hat ja dann soweit nicht funktioniert, weswegen wir nach Kuba geflogen sind, was von unserer Warte her natürlich auch vollkommen in Ordnung ist. Aber die nächste Reise soll eigentlich nach Miami gehen. Mal gucken, ob wir das jetzt dann hinbekommen. Vielleicht wisst ihr es ja, vielleicht auch nicht, aber es gibt halt entsprechende Einreiseeinschränkungen für Personen mit ja, kubanischen Stempeln im Pass. Betrifft nicht mich, sondern eher meine Frau. Ich habe ja einen deutschen und kubanischen Pass und den deutschen Pass benutze ich ja in Kuba nicht, deswegen hat mein deutscher Pass hat keinen Stempel aus Kuba. Von daher kann ich da halt einigermaßen normal reisen. Aber meine Frau hat halt nur den kubanischen Pass zum jetzigen Zeitpunkt. Und von daher ist das halt noch eine Schwierigkeit, wo man halt beim US-Konsulat ein Visum beantragen muss. Ja, Terminvergabe, das dauert halt tatsächlich irgendwie ein halbes Jahr, habe ich gelesen im Internet, also auf der Seite vom Konsulat, bis man überhaupt einen Termin bekommt, wie gesagt, und bis dann das ganze Prozedere rum ist und ob man dann überhaupt das Visum bekommt. Und ob man dann trotz Visum in Kuba reinkommt, das sind alles so Fragen, die halt vom Konsulat nicht konkret beantwortet werden können. Na, soll heißen, selbst mit Visa, mit einem Visum oder mit ESTA in meinem Fall, kann es immer noch sein, dass wir an der US-Grenze halt abgelehnt werden. Na, und von daher müssen wir da mal gucken. Wir planen in die USA zu fliegen, sobald meine Frau auch die deutsche Staatsbürgerschaft, also den deutschen Reisepass hat und wir da dann halt ja so ein bisschen ja freier zumindest im Kopf reisen können. Und ja, mal gucken, ob wir das dann halt in diesem Jahr hinbekommen. Ja, ansonsten geht's wieder nach Kuba. Okay, also das war im Groben ja das, was wir so in Kuba erlebt haben. Also insgesamt Familie besucht, war sehr, sehr schön, wenn auch stressig, aber so ist es halt. Weniger erholsam, aber so ist es. Wir haben relativ viele Städte besucht. Dazu kommen wir auch gleich nochmal, welche touristischen Ziele wir da gesehen haben. Und ja, ansonsten Kostenexplosion und Mangel vor Ort merkt man auf jeden Fall. Also allerdings muss man, wie gesagt, hier auch sagen, also als Tourist eher weniger. Und gerade wenn man immer wieder auch in den größeren Touristenstädten ist oder touristischen Gegenden, dann kann man da auch als individuell Reisender ja seine Sachen wieder auffüllen, die man halt benötigt, ne? Und dann geht das auch. Aber man muss halt entsprechend ja vorausschauend agieren und aber das geht dann auch. Ne? Ja, dann würde ich sagen, schauen wir uns jetzt mal den nächsten Punkt an. Ja, die touristischen Ziele in Kuba. Wie gesagt, wir waren ja im Osten Kubas unterwegs
Und im Grunde genommen sind wir in Eutin gelandet. Das war uns diesmal relativ wichtig, weil wir von Eutin aus nur circa 2 Stunden bis nach Kontramaestre brauchen. Und von daher ist es dann halt mit dem vielen Gepäck halt einfach angenehmer. Von daher waren wir dann halt aber auch tatsächlich nur im Osten Kubas unterwegs und sind diesmal nicht in Richtung Havanna. Wo waren wir? Also neben Kontramaestre, wo wir natürlich dann letztendlich ja, genächtigt haben, gewohnt haben, gelebt haben, waren wir mal in Bayamo gewesen, wir waren in Santiago de Cuba gewesen, wir waren in Eutin gewesen, dort dann auch am Strand, Guadalajara, und wir waren auch in Las Tunas. Na, was uns aufgefallen ist, kann man so tatsächlich schon mal sagen, wir haben relativ viele Brände gesehen. Da war uns zu dem Zeitpunkt noch nicht ganz klar, ob das jetzt halt ja absichtlich gelegte Brände sind, um halt entsprechend, weiß ich nicht, zu roden oder jetzt, keine Ahnung, ne? Oder ob das dann halt ja Feuerausbrüche waren. Und so wie jetzt halt in den letzten Wochen ich gelesen habe, kam das dann halt tatsächlich in Kuba ja öfter vor, dass entsprechende Brände stattfanden, und diese waren dann halt größtenteils aber auch nicht gewollt. Na, von daher hat man das dann tatsächlich hin und wieder gesehen, irgendwelche Brände. Hat uns dann zu dem Zeitpunkt auch schon ein bisschen gewundert. Aber ja, die Kubaner haben jetzt auch nicht so, sind halt dran vorbeigefahren oder hat halt nicht so richtig interessiert. Beziehungsweise waren da dann auch nicht unbedingt aussagefähig, was das da denn gerade konkret ist. Aber gut. Oh, jetzt hat's gewackelt. Genau. Was ist uns noch aufgefallen? Wie gesagt, es gab halt touristisch gesehen war alles offen. So, ne? Man hatte da nirgendwo irgendwie irgendwelche Einschränkungen oder dass irgendwas geschlossen war. Es war tatsächlich relativ leer. Ne? Also an allen touristischen Orten, wo wir waren, waren halt eine Handvoll Leute, die dazu kamen. Man hat in einzelnen Städten auch ja, Reisegruppen gesehen tatsächlich, nicht so viele, vielleicht eine Handvoll insgesamt auf der Reise, die wir hatten, wo wir dann immer waren. Da sind wir halt eine Handvoll Mal entsprechende Reisegruppen begegnet. Also hier kann es durchaus mehr werden, aber ich habe auch das Gefühl, dass es gerade so ein bisschen mehr wird. Von daher gucken wir mal, wie sich das Ganze denn auch entsprechend touristisch gesehen weiterentwickelt. Ja, Bayamo. Wir waren in Bayamo. Bayamo ist halt der Ort, der am nächsten zu Kontramaestre ist. Und eigentlich waren wir nur aus einem einzigen Grund dort, nämlich um einzukaufen. Ja, war jetzt nicht so dolle. Auch dazu hatte ich ein Video gedreht. Müsste, glaube ich, das zweite Video sein aus der Vlog-Serie, wo wir halt in Bayamo waren und einkaufen waren. Ja, war halt relativ teuer. Das ist aber überall in Kuba gerade so, wenn man halt in den MLC-Geschäften einkauft. So ist es halt, das muss man halt wissen. Aber auch die Auswahl war jetzt halt nicht so berauschend. Wenn man halt bedenkt, dass man dort extra halt hingefahren ist, weil es halt bei uns noch weniger gab. Na, das muss man halt immer so ein bisschen, wie gesagt, in Relation sehen. Das sind aber auch Probleme, die man an sich als Tourist nur hätte, wenn man halt eigentlich selber in einer kleineren Ortschaft verweilt. Als ja, Tourist, der halt individuell reist, naja, dann reist er halt weiter und findet dann halt im nächsten Ort vielleicht was. Aber das ist dann halt immer eine Suche. Das muss man halt wissen, beziehungsweise als Individualreisender, dass man halt auf der ständigen Suche ist sozusagen. Und als Pauschaltourist, na gut, da wird man eh alles bekommen im Regelfall. Da braucht man sich an sich keine Sorgen machen. Aber ihr wisst, ich bin Verfechter der Individualreisenden. Also wenn nach Kuba, dann schaut euch Kuba auch gerne an. Und das geht halt nur, wenn ihr auch durch Kuba reist und nicht in
den All-Inclusive-Hotel verweilt. Ja, also von daher, reist durch Kuba, bleibt in den Casa Particulares, bei den Familien, bei den privaten Menschen und so erlebt ihr Kuba halt nochmal ganz anders. Ja. Genau, und ja, wo waren wir noch? Also bei Bayamo, wie gesagt, da hatten wir jetzt gar nicht so viel gesehen. Wir waren halt ja in der Promenade ganz normal unterwegs und von daher ist uns da aber auch schon aufgefallen, es war halt leer. Ne? Und das zieht sich halt durch eigentlich alle Städte, wo wir waren, dass gar nicht so viel los war, beziehungsweise ich das halt immer so ein bisschen in Erinnerung habe, dass ich es viel, viel voller erlebt habe. Ja, Santiago, waren wir am Platz der Revolution, Malecón, wo waren wir noch? Kathedrale von Santiago, wir waren am El Morro, El Cobre, all diese Dinge, die man halt in Contramaestre in Santiago de Cuba gesehen haben sollte. Das hatten wir halt gemacht an dem einen Tag zumindest. Wir waren noch ein weiteres Mal in Santiago, aber den einen Tag hatte halt ja die Frau des Onkels meiner Frau Geburtstag und da hatten wir dann einfach mal so eine, also mit ihr und dem Onkel eine ja Touri-Ausfahrt sozusagen gemacht und haben uns halt, also wir zu viert, ohne Kinder, ohne niemanden, ohne nichts. Ne? Also nur wir vier haben dann halt mal einen Tag Santiago, bisschen schlendern, bisschen bummeln, hier und da ein bisschen reinschauen, bisschen Kultur, ein bisschen spazieren, ja, einfach mal so gemacht und war ein sehr, sehr schöner Tag. Zum Ende hin waren wir dann halt noch essen und das ist halt der nächste Punkt. Dort an dem Tag war das erste Mal, das war der 19. Januar, hat der Geburtstag, deswegen weiß ich's. Am 19. Januar war es der erste Tag, wo wir tatsächlich erstmalig in Kuba gut gegessen haben, auswärts. Na, also auch das ist uns aufgefallen, dass die Qualität des Essens, zumindest da, wo wir halt, wie gesagt, immer waren, stark nachgelassen hat. Preise gestiegen, Qualität gesunken. Also da muss man tatsächlich schon ein bisschen Glück haben oder ja, vielleicht halt nur so, ich sag mal, todsichere Sachen nehmen, damit es halt auch ja, gut ausgeht, mehr oder weniger. Ne? Von daher ist das eine Sache, die uns definitiv aufgefallen ist. Also überall, wo wir waren, in jeder Stadt, die Qualität des Essens hat stark nachgelassen. Ich hoffe, dass das wieder ja, besser wird, beziehungsweise, ja, ich weiß auch tatsächlich nicht unbedingt, woran es jetzt großartig liegt, weil, ich sag mal, es war jetzt nicht so, dass am Gericht irgendwelche Dinge gefehlt haben, dass man jetzt sagen könnte, okay, es gibt irgendwelche Zutaten nicht, deswegen schmeckt es jetzt ganz anders. So war es eben halt nicht. Na, das war halt einfach nur schlecht gekocht. Na, also es kann natürlich auch sein, dass der Koch ausgewandert ist und jetzt halt ein anderer da ist. Kann ja alles sein, ne? Aber das war dann halt in der Menge, weil es dann halt so ziemlich überall so war, für uns nicht wirklich nachvollziehbar. Auf jeden Fall war das dann nochmal ein schöner Abschluss an dem Tag am 19., weil auch hier dann das Essen auch tatsächlich mal sehr, sehr gut war. Ja, in Las Tunas haben wir dann die Tante meiner Frau besucht und da haben wir dann auch nochmal einen kleinen Ausflug gemacht. Ne, hatten uns den Stadtkern angeguckt, also Altstadt von Las Tunas und da ein bisschen rumgelaufen und auch dann zum sogenannten Cornito. Das ist halt so ein Park mit sehr viel Bambus, also Bambusbäume und ja, ist halt an sich, gibt halt ein paar Punkte, wo man halt schöne Fotos machen kann. Ansonsten ist es halt auch ja nichts Großartiges, wo ich jetzt sage, da muss man unbedingt hin. Das ist halt ja ein Campismo, ne? Also ein Campingplatz sozusagen, mehr oder weniger, wo man dann halt sich auch in ein kleines Bungalow einmieten kann und einfach Ferien machen kann. Ja, das ist auch ein kleiner See, könnte man noch baden, gibt es alles dort. Ja, genau, da waren wir dann, aber auch, wie gesagt, hier alles sehr, sehr leer.
Und dort haben wir tatsächlich dann das schlechteste Essen auf der ganzen Reise gegessen. Da hatten wir tatsächlich über eine Stunde drauf gewartet, bis es dann fertig war. Und geliefert wurde es dann kalt. Ja, so, da war dann für uns dann auch die Frage, okay, woran hat's gelegen? Ne? Was war das jetzt? Haben sie es irgendwie selber sich irgendwo herbestellt und dann ist es halt auf der Reise dann irgendwie kalt geworden oder ist es das Essen vom Vortag gewesen? Wussten wir halt alles nicht. Ich habe da tatsächlich dann auch nichts zu mir genommen, aus dem einfachen Grund auch, weil ich war zu dem Zeitpunkt schon nicht gerade fit. Das hört und merkt ihr auch in all den Videos. Ich hatte ja vor der Reise noch Corona gehabt tatsächlich und war dann zwar wieder negativ, aber diese Erkältung oder diese Erkältungserscheinung, das hat sich halt noch mehrere Wochen gezogen und immer wieder Hustenreiz etc. Naja, egal. Aber auf jeden Fall war ich halt eigentlich den kompletten Aufenthalt in Kuba angeschlagen. Weswegen ich da dann halt auch gesagt habe, okay, dann das lasse ich dann lieber. Irgendwie eine Lebensmittelvergiftung noch zusätzlich brauche ich auch nicht. Von daher, ja, naja. Dann waren wir noch in Eutin. Dort haben wir dann Dani getroffen. Dani Bellet ist ein YouTuber aus Eutin, ja, wie gesagt, den wir halt auch ein bisschen unterstützen im Sinne dessen, dass wir halt stark im Kontakt stehen zu ihm und dort dann halt wir uns aber auch jetzt erstmalig persönlich dann getroffen haben. Wir waren dann bei ihm zu Hause auch noch essen und am nächsten Tag ging es dann halt mit ihm auch nach Guadalajara. Ne, in Eutin hatten wir uns dann halt auch die ganzen Parks angeguckt, ist halt eine Parkstadt sozusagen, und waren dann auch beim Loma de la Cruz oben auf dem Hügel und am Abend sozusagen, und da in der Nähe wohnt halt auch Dani, deswegen sind wir von da aus dann gleich zu ihm. Genau, auch hier ist uns aufgefallen, dass in Eutin mehr als in anderen Städten wir halt auf Bettler gestoßen sind. Ich hatte es ja in dem Video schon mal gesagt, ne? Also ich kann halt die Situation absolut nachvollziehen, dass wenn man halt die Möglichkeit als Kubaner ohne Einkommen, mit wenig Einkommen sieht, dass da dann halt jemand ist, der dann vermeintlich halt Geld haben könnte, dass man da halt entsprechend um eine kleine Spende bittet sozusagen. Das ist das eine. Wenn man allerdings dann schon entsprechend angetatscht wird, dann ist das halt eine Sache, die dann zu weit geht. Also da hatten wir uns dann schon relativ unwohl gefühlt. Kam jetzt nicht so häufig vor, aber das waren dann halt schon Situationen, die wir nicht so gut in Erinnerung haben. Insgesamt muss man trotzdem sagen, Eutin, eine sehr schöne Stadt, sehr sauber. Die Parks die Parkanlagen sind sehr schön, da kann man auf jeden Fall entlang schlendern. Hier war dann auch die Auswahl in den Geschäften weitaus höher, auch dort sind wir mal rein, wie überall. Also hier hat man schon das ein oder andere auch mal finden können, auch zu moderateren Preisen, sage ich mal. Aber immer noch relativ wenig. Und kein Waschmittel. Naja, genau. Ansonsten, das war dann halt Eutin. In Guadalajara waren wir halt im Brisas Hotel. Da hatten wir eine Pasadilla, also da hatten wir uns für einen Tag sozusagen eingebucht, ohne Übernachtung, mit All-Inclusive. Und haben dort dann halt alles entsprechend nutzen können. Auch hier relativ leer, wobei es ging, aber tatsächlich, es waren halt mehr kubanische Gäste auch da als ausländische Gäste. Das muss man schon sagen. Also so Geld aus dem Ausland habe ich da jetzt nicht so viel gesehen. Aber gab es auch. Ne? Aber insgesamt muss man sagen, war es halt weniger besucht. In den anderen Hotels sind wir kurz rein, weil Brisas halt auch das letzte war auf der Route, wo wir dann allerdings auch reingegangen sind.
Aus dem einfachen Grund, weil die dann halt auch eine Passadia akzeptiert haben. Die anderen Hotels machen das wohl irgendwie nicht mehr. War halt in der Vergangenheit nie ein großartiges Problem, jetzt anscheinend ja, aber gut, da muss man halt fragen, beziehungsweise dann über die Tourismusagentur im Vorfeld halt ja buchen sozusagen, dann geht das auch. Genau, und da hatten wir halt in den anderen Hotels auch gesehen, es ist halt relativ leer, also auch dort. Das hat sich halt, wie gesagt, durch die ganze Reise gezogen, bis hin ja dann quasi beim Rückflug, wo wir dann halt bei unserem Rückflug ja auch, was waren das, knapp 100 Sitzplätze, meinte der Steward, entsprechend leer waren, weswegen wir uns dann halt nochmal so ein bisschen frei aufteilen konnten im Flugzeug. Gut, anderes Thema, hatten wir ja schon in dem anderen Video. Genau, also zu den touristischen Zielen kann ich sagen, lohnt sich auf jeden Fall. Preise haben sich da, soweit ich das jetzt so in Erinnerung hatte, gar nicht großartig verändert. Ist also nicht, also für manche Sachen muss man Eintritt bezahlen, für andere weniger oder gar nichts. Von daher kommt es immer darauf an, was macht man. Sowieso. Ne, aber all die Sachen, die wir halt unternommen haben, haben meistens auch nichts gekostet. Ne, weil uns ging es ja dann halt so ein bisschen darum, einfach ja die entsprechenden Städte, Ortschaften, Landschaften für uns halt einfach mal zu erleben und auf uns wirken zu lassen. Hier und da waren wir auch in Museen drin etc. Das Jahr, das war dann halt aber auch, ja, hat nicht die Welt gekostet. Ja, das ging dann auch und im Vergleich zu anderen Städten oder Ländern der Welt war das halt ein Bruchteil. Das ging dann. Ja, touristische Ziele würde ich sagen, haken wir denn damit ab. Auch im Osten Kubas kann man diese auf jeden Fall immer noch sehr gut besuchen und sollte man auch. Und wie gesagt, zum jetzigen Zeitpunkt auch wenig überlaufen. Von daher hat man da dann auch die Zeit und Ruhe, auch genug Bilder und Videos zu machen. Okay, dann geht's jetzt zu den Kosten. Ja, Kosten insgesamt, sage ich zum Schluss. Was haben die Flüge gekostet? Also wir haben pro Person ungefähr 1.000 Euro bezahlt. Wir waren jetzt zu zweit. Also haben die Flugkosten mit Condor / Vamos Air insgesamt circa 2.000 Euro gekostet. Die Fahrkosten hatten wir, ja, ist halt ein bisschen schwierig. Das ist jetzt auch nicht repräsentativ für Personen, die dann nach Kuba reisen wollen, um einfach mal zu schauen, okay, was habe ich jetzt ausgegeben, dass man jetzt sagen kann, okay, das werden auch ungefähr die Preise für die Personen sein. So ist es halt nicht, denn unsere Familie hat halt ein eigenes Fahrzeug, weswegen bei den Fahrkosten eigentlich nur Benzinkosten entstanden sind. Das heißt, wir haben immer wieder Benzin gekauft. Hier muss man gucken, mal gab es Benzin, mal gab es kein Benzin. Und wenn es kein Benzin offiziell gab, dann musste man halt auf dem Schwarzmarkt schauen und da war es dann halt um einiges teurer als direkt an der Tankstelle. Von daher hat sich das dann halt entsprechend hin und her gerechnet. Insgesamt muss man aber auch sagen, wie gesagt, Fahrkosten sind wir weitaus günstiger unterwegs, als wenn man halt sich einen Mietwagen nehmen würde oder mit einem Bus fahren würde oder sogar mit einem Taxi fahren würde oder. Von daher kann ich diese Kosten gar nicht so überschlagen, weil das halt zu den Tageskosten dazugerechnet wurde. Also von daher kommt das dann halt zu den sonstigen Kosten halt inkludiert. Casa Particular haben wir insgesamt, wir waren 2 Tage oder 2 Nächte insgesamt in Casas, nämlich in Holguín. Und auch dort waren wir zu 4 unterwegs, weswegen wir 2 Unterkünfte genutzt hatten und haben dann dort für 4 Personen für 2 Tage in Holguín 80 Euro bezahlt, umgerechnet. Ja, das war also auch vollkommen okay.
Auch hier, das war halt in dem Eugen-Video, könnt ihr gerne mal reinschauen, wie halt dort die Unterkunft war und wo wir dort waren. Da seht ihr dann auch, welche Casa das war. War halt wirklich sehr, sehr gut, gut gelegen, guter Preis und wie gesagt, auf jeden Fall wollen wir da auch wieder hinfahren. Ja, in den MLC-Geschäften, dadurch, dass wir ja bei der Familie waren, sind das vielleicht Kosten, die halt bei normalen Touristen eher weniger hoch ausfallen. Da waren bei uns wiederum eher höher. Aus dem einfachen Grund, weil wir halt den Monat über ja auch die entsprechende Verpflegung für alle finanziert haben. Wir hatten da also immer alles gekauft, beziehungsweise auch klar für uns dann halt entsprechend, wenn es dann um irgendwelche Getränke ging oder ähnliches, da man halt nicht nur die ganze Zeit irgendwie Wasser trinken wollte, sondern auch mal andere Sachen, hatte man dann entsprechend doch höhere Kosten. Man hat auch so kleine Anschaffungen gemacht, so für ja, Küchengeräte etc. Von daher hatten wir da in MLC-Geschäften Ausgaben von ungefähr circa 800 Euro. Ja, wie gesagt, bei anderen Reisenden, die dann halt individuell nur für sich unterwegs sind oder auch als Pauschaltourist noch weniger wahrscheinlich, sind die Kosten da weitaus geringer, ne, weil man da dann vielleicht auch einfach nur sich mal irgendwie ein Getränk holt oder weiß ich nicht, passierte Tomaten zum Kochen oder was auch immer, ne, Gewürze etc. Also das sind dann halt so Sachen, wenn man sie mal findet, so, dass man sie dann vielleicht auch kauft. Und als Tourist, als Individualtourist ist es dann halt wirklich ein Bruchteil von dem, was wir halt dort bezahlt haben. Aber wie gesagt, wir haben auch entsprechend dort alles finanziert und auch darüber hinaus noch ein paar Anschaffungen gemacht. Weswegen es da dann halt auf 800 Euro dann, ja, da sind wir dann gelandet bei 800 Euro. Ja, sonstige Kosten, das heißt, ja, was ist halt sonst noch angefallen, wenn wir halt mal in Paladares, also Restaurants halt gegessen haben, wenn wir halt sonst irgendwie unterwegs waren, wenn wir beispielsweise auch mit dem Fahrzeug unterwegs waren, also Benzinkosten, wenn wir halt mit der Kutsche unterwegs waren, also innerhalb von Contramaestre sind wir entweder gelaufen oder mit der Kutsche gefahren, also sehr selten mit Auto. Denn Contramaestre ist zwar ein relativ kleiner Ort, aber sehr langgezogen. Also so klein ist es gar nicht. Also es sind schon einige Kilometer lang in allen Richtungen. Von daher, also Umfang ist schon ein bisschen. Genau, mein Vater zum Beispiel ist halt genau auf der anderen Seite von Contramaestre gelegen. Von daher musste man da dann immer ja, schauen, wie man hinkommt. Ja, ansonsten, wie gesagt, alle Kosten, die halt neben ja, Casa Particular und neben MLC-Geschäften angefallen sind, also auch Kosten auf dem ich nenne es mal Wochenmarkt oder generell an Straßenständen, schon wieder Strände, ne? Wollte ich vorhin schon sagen. Ne? Also all diese Kosten lagen insgesamt bei knapp 1000 Euro. Summa summarum sind wir bei 3.880 Euro plus minus. Geht also ungefähr von 4.000 Euro aus, die wir dort dann halt gelassen haben, plus die ganzen Sachen, die wir auch mitgenommen haben, also die Investitionen im Vorfeld, die ganzen Mitbringsel, die waren auch nicht ohne, waren halt größtenteils Sachen, Kleidung für die Familie. Weil das auch ein Heidengeld vor Ort kostet, das ist dann halt besser, das dann halt hier zu kaufen und dann mitzubringen. Ja, da kam dann auch schon einiges zusammen. Wie gesagt, wir sind ja mit 4 Koffer gereist da ja, war nur ein Bruchteil für uns. Also unsere Sachen waren halt so eher im Handgepäck. Genau. Soweit erstmal dazu. Also knapp 4.000 Euro, damit haben wir, oder das hatten wir entsprechend im Januar ausgegeben, plus die Sachen im Vorfeld. Könnt ihr auch nochmal so 2 rechnen, 2.000 wahrscheinlich.
naja, doch schon 2. Von daher, ja, war es auf jeden Fall nicht günstig. Das auf keinen Fall. Aber gut, für die Familie, ne? So macht man es halt. Nee, ansonsten, ja, das soll das heutige Video sein. Jetzt haben wir auch knapp 40 Minuten. Ich habe tatsächlich einen One-Take gemacht, weil ich dachte, hey, ich rede einfach mal. Ne? Also ohne groß zu schneiden, sondern halt direkt einmal durch und gucke mal einerseits, wie es wirkt und andererseits, wie oft ich mich verhasple. Ging einigermaßen, denke ich. Von daher, ja, ich hoffe, euch hat das Video soweit gefallen und ihr seid bis hierhin dran geblieben. Wenn ja, zeigt es mir mit einem Daumen nach oben und einem Kommentar. Würde mich sehr, 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 sehr freuen. Und auch hier nochmal der Aufruf, ne, also sofern ihr meinen Kanal noch nicht abonniert habt, gerne abonnieren, sofern ihr an Themen rund um Kuba interessiert seid. Und teilt vielleicht auch das Video mit Freunden, Bekannten, um da hier dann vielleicht noch den einen oder anderen mit an Bord zu holen. Ja, danke euch. Ja, wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Und ja, bis dahin bleibt mir nur zu sagen, Saludos, ciao.